Herzlich willkommen. Hello, welcome. Oh, hier ist ja was. Hab ganz vergessen, dass da noch was Yeah, there is a mic there. ist. Schön, dass ihr alle da seid. It's beautiful that you're all here. Also das ist das erste Mal, dass es so eine Verbindung zwischen Zeugnis und Prediger. This is the first time I've had a connection between speaking my testimony and actually preaching. Jetzt fällt mir auch gerade auf, dass noch jemand übersetzt, deswegen darf ich nicht so schnell reden. Now he has realized that I have to translate, so he's not going to speak so fast. Das Beste ist erstmal eine Predigt zu füllen, einen langen Bibeltext. The best Und am way, besten andere vorlesen zu lassen. okay. The best way to for Bible. Best way to start a preaching is with a long Bible text, and I don't have an English Bible. Actually, I do. That's cool. Du hast die Englisch? Wunderbar. ich habe Englisch. Wer möchte vorlesen? Who would like to read? Lukas 5, Vers Luke. 1 bis 11. So Lucas 5, 1 to 11. Luke, right? It's Luke. I can read it in English, but German I don't have the Bible for. Luke 1 to 11. 5, Oh, 5. 5. Vers 11 bis 1 bis 11. Okay, Luke 5. I'm in Acts. Luke 5. Musst du es lesen? Ich kann es nicht. Soll ich jetzt lesen? Ja. Ja. Es begab sich aber, da sich das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, dass er stand am See Genezareth. Das besteht aus Ja, Genezareth. und sah zwei Schiffe am See stehen. Die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze. Da trat er in der Schiffe eines, welches Simons war, und bat ihn, dass er es ein wenig vom Lande führte. Und er setzte sich und leerte das Volk aus dem Schiff. Und als er hatte aufgehört zu reden, sprach er zu Simon: Fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Ist gut? Bis 11. 11. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Und sie winkten ihren Gesellen, die im anderen Schiff waren, dass sie kämen und hülfen ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll, also dass sie sanken. Wow. Da das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu den Knien und sprach: Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war ein Schrecken angekommen, ihm und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten. Desgleichen auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gesellen. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie führten die Schiffe zu Lande und verließen alles und folgten ihm nach. Okay, I'll read it quickly in English. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. He went and sat down and taught him the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, Launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let it be done. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Thank you. For he and all who were with him
were astonished at the catch of fish which they had taken. And so were also James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will catch men." So when they had brought their boats to land, they forsake all and followed him. Ja, das ist für mich, finde ich, mit eins der, gehört mit zu den bewegendsten Begegnungen. Okay. For me, this belongs to one of the wow. Okay, yeah. This belongs to one of the most important encounters. Die haben sich erstmal die Predigt angehört. They Von Jesus. first heard the multitudes or the preaching. Und Preaching. waren letztendlich erstmal frustriert. And they were at first frustrated. Die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. They worked the entire night and they caught nothing. Und jetzt kommt das Beste. And now comes the best. Kommt so ein Zimmermann Now comes a carpenter. und erzählt einfach mal so einen wirklich gestandenen Fischer. Also so ein, ja, einfach ein, der das sein Leben lang macht. Yeah, so then comes this carpenter and he tells these professional fishers to do something. Rauszufahren und zu sagen, wo er die Netze auszuwerfen hat. And this man tells them to go out, depart into the sea, and tells them where to fish. Ich bin mir sicher, dass schon während der Predigt von ihm, die er gehalten hat, ja, vor den ganzen Menschen, weil er hat ja sein Boot benutzt oder gebraucht dafür als Plattform. Yeah, I can just imagine how he was being followed by many, and he had used this boat as a platform to speak. Und da ist bestimmt, und ich bin auch überzeugt davon, was in den Herzen schon passiert. There is something that you can tell that has changed within their hearts. Und dieses Wunder, was passiert ist mit den vielen Fischen, was sie reingeholt haben, weil sie einfach gehorsam waren, die haben das einfach getan, was er gesagt hat. And the fish that they had caught, just because they were willing to be obedient. Das war der Bonus obendrauf. That was truly the bonus. Und dann Erkenntnis. Ich bin ein sündiger Mensch. Diese Erkenntnis, vor allem, geh weg von mir. Dieses. This realization of, I am a sinful man. I cannot be near him. Depart from me. Es war einfach so eine Situation. Wer bin ich? Wer ist Jesus? This was a situation of, who am I? Who is Jesus? So, dann wollte ich was aus meinem Leben erzählen. Now I wanted to tell something out of my own life. Ich habe gerade meinen Sohn gesehen. I have just seen my son. In seinem Alter, 1,5 Jahre später. Also mit 7,5. So at his age, 1.5 years later, Kam ich schon in ein Kinderheim. Kinderheim? Wait, is the child security? Nicht Kinderheim im Ostdeutschland. Also so ein mit Gitter davor. Aha, yeah. It came the orphanage. It is translated orphanage. So. Warum? Weil ich sehr wütend war. And this came because I was an extremely angry child. Zusätzlich ist mein Stiefvater. To this is my ist länger again? So, Mein Stiefvater Republikflucht. Das wird wahrscheinlich nicht so viel noch euch dann wahrscheinlich eher ein Begriff sein. Hat versucht zu flüchten in den Westen. Okay, so this comes from
part of it is that my stepfather was a refugee from the east side that had tried to escape from East Germany at the time. Deshalb hatten wir etwas mehr Probleme zusätzlich. And this came with its problems, its own many problems. Plus, dass ich, als ich zur Welt kam, hat mein leiblicher Vater, also mein richtiger Vater. So this also comes from when I, wait. Sag das nochmal? Mein Erzeuger. Yeah, well, okay. This came from also my biological father. Er war sehr fruchtbar und hat noch nebenher noch jemand anders geschwängert, also jemand anders noch ein Kind zur gleichen Zeit. He was very, very potent, and he had also impregnated another person. Ja. Somit hatte ich keinen Vater. And with this, I had no father. Das, was ich jetzt erzähle, auch über meine Mutter, ich habe ihr vergeben, möchte ich vorher sagen. And what I will speak about my mother, I have already forgiven. Aber ich möchte erzählen, wie mein Leben war. But I'd like to just tell about how my life was. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, dass meine Mutter fast jeden Tag betrunken nach Hause kam mit irgendeinem anderen Typen. One of my only memories I have is that my mother would come home drunk and almost every time with a new man. Dementsprechend hatten wir 4 verschiedene Väter in der Familie bei 6 Kindern. To this we had 4 Väter. Oh. Väter, aha, that's the term. Okay. This we had 4 fathers that would be in this house. So, ich musste mich im Alter von 3 und 4 musste schon mich die ganz Kleinen kümmern. Yeah, I didn't include that, but for 6 kids, 4 fathers for 6 kids. 3 was it? 2 musste ich betreuen. Dann. Okay, 2 I had to watch after. Damit sie trinken und feiern gehen konnten. Yeah, so that they wouldn't party and drink excessively. Ja, und meine Schwester, es war ein Moment, wo ich auch meiner Schwester durch irgendwas, wie auch immer, vielleicht war das auch schon meine Berufung, Leben zu retten. And there was also the thing about my sister, and this is where I come to the fact that I found through this my own calling for helping people, saving people. Aber da war eine Situation, wo meine Schwester, also das hatten wir dann später drüber gesprochen, wo sie fast ums Leben gekommen wäre und ich habe da irgendwie eingegriffen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. This situation with my sister had to do with she was almost passing on and I had to put myself into the situation where I'd save her. Aber das ist nicht die Arbeit eines 4- oder 5-Jährigen. But this is definitely not the job of a 4- or 5-year-old person. Ich hatte niemand, der mir jemals gesagt hat, dass er mich liebt. I had nobody to ever tell me that they love me. Dass ich wichtig bin. That I'm important. Aber gesagt wurde immer, ich bin ein Nichtsnutz, mich braucht man nicht. Oder ich bin wow. So, but I always had somebody to tell me that I am useless, that I'm not important. There's no reason for me. Um das abzukürzen. To shorten this. Wenn ich sobald ich in der Schule war, war ich, wie kann man sagen, immer auf Krawall aus. When I was in the school, I was always Krawall. Immer auf fighting. Yeah, that was it. I was always in a scrapple. That's what we say. Da bekam ich Anerkennung. And that's how I became famous. Da sagten die andere, wow, Vorsicht, Respekt. Yeah, and that's why everyone was like, whoa, respect. Aber früher hieß es die DDR. Before that was the DDR. Die waren da sehr schnell und haben mich dann weggesperrt in der 2. Klasse. They were very quick and they had kicked me out already at the 2nd class.
Und somit verbrachte ich mein Leben bis ich 12 war, weggesperrt Ja. in Heim. Yeah, so this is how they had just taken me out till I was 12, 13, and they had put me in this child institute. Kann ich ja vielleicht mal zeigen, was fast jeden Tag mit uns passiert ist, wenn wir nicht lieb waren. I can also show Das ist ein picture. kleiner, macht es bitte nicht nach, aber ein kleiner Trick, wenn man Ja. möchte, dass die Kinder nachts schlafen. Nein, Yeah, I can Spaß. actually show you what they would do if the kids weren't listening, or they would like to put the Dann kids to mussten wir bed. uns zum Beispiel They would have to. als Kinder, man stellt sich vor, 3. Klasse, Stuhl, bis wir umgekippt sind. Oh my goodness. So they would take us, they would give a chair, and then they would have to squat until they fell over. Oder schräg an der Wand, Or standing on the wall. hinten lagen Bücher drauf und wehe, die fielen runter. Oh my. And there would be a book on the back of our head or the back of our neck, and that would have to stay there until. Gewalt war da an der Tagesordnung. And that was every day, very, very common. So, und wo ich 9 war, Entschuldigung, Als ich 9 war, Oh, as I was 9 years old, da wurde ich da missbraucht. and that's where I was abused, mishandled. Und das Schlimme ist, man dachte, es ist normal. The worst part is that we thought it was normal. Und es macht mich noch wütender. Then that makes me even more angry. Und mit 12 bin ich das erste Mal aus dem Heim rausgekommen, With 12, I came for the first time out of that zu meinen Mutter und Stiefvater. to my mother and stepfather. Und haben natürlich fröhlich weitergetrunken. And I also started then to excessively drink. So. Und dass das alles nicht gut geht, And all that was not great and that nothing was going well. war abzusehen. Also haben wir jederzeit, fing ich an einzubrechen mit 12. Yeah, and this was very clear that it was not going well. And that's when I started to break. What's you that? want to change your usual? Kann ich machen. Yeah. Nein. Mike also. There you go. So at that age, I started to do robberies or break in. Und ja, alles, was irgendwie nicht fest war, haben wir geklaut. Everything that wasn't taped or stamped somewhere, we just stole. Wir waren da so eine Gang. We were a little gang. Und bei der Polizei war ich Tagesgast. I was a frequent guest at the police station, Aber sie konnten mir nichts tun, but they couldn't do anything to me weil ich war 12. because I was 12 at that point. Und gleichzeitig, wer die Geschichte kennt, Everybody who knows the story, dann ist die Mauer. Als ich dann so 1989, in 1989, the wall collapsed. dann ist die Mauer gefallen. Und ich wurde schlimmer anstatt besser. And I was turning for the worse instead of better. Dann das Jugendamt And the Child Institute, mich in ein Heim für Schwererziehbare they put me in an institution for hard to raise. gesteckt. Und die dachten, damit wird alles besser. And they thought that would better things. Aber in mir wurde es immer, ich war immer wütender. I grew more angry and angry inside. Jede Autorität, jeder, der mir was sagen wollte, Every type of authority, everybody who wanted to say something to me, gegen die bin ich vorgegangen oder habe mich immer gewehrt. I went against them and defended myself. So, mein Leben bestand eigentlich damit, eigentlich jeden Tag wütend zu sein. My life consisted of just being angry every day. Ich fing auch an, schon mit 12 durfte ich auch zu Hause rauchen.
I started smoking at 12, which was allowed at home. Das war normal. That was normal. Da habe ich auch dementsprechend auch angefangen, Alkohol zu trinken. And with that, I began drinking alcohol. Und als ich spring mal vor, 14, Yeah. Okay, we're doing a little time jump to 14. war ich noch in diesem Heim I was still in that institution, und da bin ich dann weggelaufen. and that's when I ran away. Und dann habe ich mit 14 auf der Straße gelebt. And with 14, I lived on the street. Da kam ich in Kontakt mit Drogen And I came into contact with drugs, und mehr Gewalt, even more violence, jeden Tag Einbrüche. break-ins every day. Das konnte man noch tun, gab es noch keine Alarmanlagen. At that time, you could do it. There weren't any alarms. Häufiger in Situationen gekommen, wo ich heute noch überlege, ob da nicht schon Gott seine Engel um mich gestellt hat. And more frequently, I came into a situation where I asked myself today if God put his hands over me. Mir ist zweimal ins Gesicht geschossen worden mit Gas aus nächster Nähe, 2 times I got shot also so ein Stück hier davor. in Meine the Augen face sind with gut. this distance with some gas. Einmal fast totgeschlagen Once I almost got beaten to death von einer Gruppe Neonazis. from a group of neo-Nazis. Und wir haben viele Dinge getan, die so verrückt waren, dass ich noch heute mich frage, warum lebe ich eigentlich noch? And we did a lot of those things where they were so crazy that I ask myself to this day, how am I still alive? Espan Surfen, Surfing on the Espan, like a train surfing. ja, Straßenbahn surfen. Of course, also on trams. Und wenn ich mir heute vorstelle, ich bin da ja nachts, jede Nacht in irgendwelchen Abbruchhäusern geschlafen. And every night I slept in some occupied houses. So old, yeah, und old houses. Und weil das nannte man Wände. Und da waren viele Häuser auch leer. Das waren ganze Straßenzüge waren leer. Yeah, that point in time was called like a change, or better word for it. Change. Yeah, and a lot of a turning point. Thank you. And a lot of houses were left empty and abandoned. So, es hat mich niemand gesucht. No one searched for me. Keine Polizei hat mich irgendwie mal gefragt, was machst du mit 14 Jahren hier auf der Straße nachts? Not even a policeman asked me, what are you doing at age 14 on the street? Es war aber die Zeit, da war wie Anarchie sozusagen. Es war keine Gesetze, man wusste nicht wie, es war die Wende. Yeah. So. And that changing point in German history there, it was like anarchy for me. There weren't any laws, no one knew what their place was, what to do. Ein Jahr, nachdem ich dann fast ein Jahr auf der Straße gelebt habe, After I'd lived on the street for almost a year, sind wir noch radikaler geworden. we became even more radical. Haben auch Waffen getragen, scharfe, also echte, scharfe Waffen. We had sharp weapons, also Waffen oder so Pistolen. Pistols, so yeah. Und haben eine Bank überfallen. And we robbed the bank. Und da ich würde fast sagen, ich war da mit einer der jüngsten Bankräuber Deutschlands. And I would almost say I was one of the youngest bank robbers in Germany. Heute muss ich etwas schmunzeln, weil man haut nicht mit einer Straßenbahn ab. Da uns da die Straßenbahn gebiezt. Today I have to smirk a bit because usually you don't escape with a tram. Und dann hat man mich natürlich gefangen, klar. So of course I was caught. Und da hatte ich eine Situation, da saß ich im Polizeiauto drin und die hatten mich nicht richtig durchsucht. And then I had a situation, I sat in the police car and they hadn't properly searched me. Und irgendwas hat mich abgehalten, die Waffe zu nehmen und zu schießen. And something stopped me from taking my gun and shooting. Also habe ich die Waffe genommen und habe die den Polizisten ausgehändigt. Der war sehr kreidebleich. So I took the gun and gave it to the policeman, who was very bleak and scared, baffled.
Damit man mal so ein Bild hat, wie wir waren. Wir sind mit Unterlader, hier Schrotflinte, vor das Geschäft und haben die Scheibe eingeschlossen, um da die Sachen rauszuholen. So waren wir unterwegs. Just so you have a picture of how we were, we came with a sort of shotgun, shot in the front window to take the money out. Und somit war ich erstmal im Gefängnis. And that's when I was in prison. Also Untersuchungshaft heißt das. Und im Gefängnis, In prison ja, ist auch nur Gewalt. is also just Da violence. hält man sich nicht die Händchen und singt irgendwelche Lieder. No one's holding hands and singing Kumala. Da hatte ich natürlich ein Problem, weil nämlich die Älteren, die waren alle so 19, 20. And I had a problem because everyone else was 19 or 20. Also gab es häufig Prügel. So there was a lot of beatings. Und im Gefängnis habe ich für fast 5 Monate war ich im Gefängnis. I was in prison for almost 5 months. Dann kam ich raus. Then I came out. Und wo ging es natürlich hin? Ins nächste Heim. And where did I go? Into the next institution. Mit der Auflage, wenn ich irgendwas mache, komme ich wieder ins Gefängnis. With the preset that if I do anything else, I go back into prison. Also habe ich mich nach außen hin versucht anzupassen. So I tried to adapt, Aber das funktionierte nicht. but that didn't work. Und das war dann so, dass es aufgrund von Schlägereien, Gewalt, So because of violence and beatings, hat man mir noch eine Chance gegeben. Da kam ich in das nächste Heim. they gave me another chance by putting me into the next institution. Und ich will noch ganz kurz sagen, ich hatte dann 3 Jahre Bewährung bekommen. And I was kept on Bewährung. Not prison. Yeah, not prison, but if you do anything else, yeah, they don't. It's not house arrest, but something like that. If you do anything else, we'll keep an extra eye on you. Yeah, probation. That's a good word. For 3 years. Und trotzdem habe ich jede Menge Mist gebaut. But still, I did a lot of shit. That's right. Bullshit, as you say. Ich war so wütend. I was so angry. Ich habe mich gefragt, ich muss auch noch mal kurz zurückgehen. Ich war auch mit 14, muss ich auch sagen, um sich zu finanzieren, habe ich mich prostituiert. Um die Drogen und Alkohol und Yeah, to take a step back at 14 to finance my life, I had to prostitute myself. So und dementsprechend hat man auch die Abgründe gesehen, schlimme Dinge. Aber ich konnte mich natürlich auch immer gut wehren. So that's when you stare into the abyss, but I could always defend myself very well. Und das ging nicht hier raus. Das ging da nicht raus. That didn't leave my head or my heart. Der einzige Weg für mich war dann einfach Drogen nehmen, The only way for me out of it was taking drugs betäuben. to numb myself. Ich kann heute noch nicht verstehen, warum die Sozialarbeiter im Heim das okay fanden, wenn wir unsere Mischung gemacht haben. I still to this day can't fathom why the social workers thought it'd be okay when we do our little concoctions in the institution. Vielleicht auch, weil wir dann einfach entspannter waren, wenn wir da eingekifft haben. Maybe because we were Schlägt man more, sich nicht. more relaxed and didn't beat ourselves up if we took a joint. Aber das taten wir täglich. But we did that on a daily basis. So. Und jetzt spule ich kurz vor. And now, going forward, Ich bin 18 geworden. I turned 18. Bewährung vorbei. My probation was over. Ganz schnell raus aus dem Heim. And instantly out of the institution. Dann stand ich auf der Straße. Then was back on the street. Schulabschluss, 6. Klasse. I had my school diploma for 6th grade. Ich bin immer wieder sitzen geblieben. I was stuck in 6th grade or in multiple grades, Aber ich war nicht dumm. but I wasn't dumb. Ich hasste nur jede Autorität. I just hated every type of authority.
Und mein Leben bestand eigentlich jetzt nur noch aus Drogen, My life consisted of drugs, Amphetamine, methamphetamines, LSD, LSD, Mescalin, mescaline, auch Speed, and speed Tag für Tag. every day. Wir waren unterwegs in Berlin, in anderen Städten. We were Deutschland. touring through Berlin and every other city in Germany. Und da habe ich schon ein schönes Bild. And I have a beautiful picture. Der junge Mann da hinten weiß es. Young man behind there knows it. Das bin ich. That's me. Das war 1994 im besetzten Haus in Berlin. Und da will ich eine Geschichte dazu erzählen. So this was in an occupied house, as you can see, 1994. I want to tell a story about that picture. Es gab eine Frau There was one woman aus Schweden. from Sweden. Sie ist nach Gotha gekommen, She came to Gotar weil Gott ihr gesagt hat, because God told her, diene den Punks. serve the punks. Ja. Unsere erste Antwort war, Our first answer was, wir haben ja Steine hinterher geworfen we threw rocks at her und haben gesagt, sie soll uns in Ruhe lassen. and she should leave us alone. Und die zweite Antwort war, And her second answer was, als ich alleine war, when I was alone, saß ich in Tränen vor ihr I sat drenched in tears in front of her. und habe gesagt, mein Leben wird sich nie ändern. And I told her my life would never change. Und sie sagte, nein, das stimmt nicht. No, that's not right, she said. Sie war selbst heroinabhängig, She wasn't a heroin addict herself. 1968. 1968. Yeah, that's. Sie war ein Hippie damals. She was a hippie at that time. Und dann hat Jesus ist ihr begegnet And then Jesus came to her und hat ihr geholfen, aus ihrer Sucht herauszukommen. helped her out of her addiction. Und das hat mich hellhörig gemacht. And then I began to listen. Und da habe ich gesagt, da muss irgendwas sein. And then I said to myself, something has to be there. Aber mein Herzen war so viel Wut. But my heart was full of anger. Und dann blieb ich in Kontakt mit der Frau. And I stayed in contact with that. Die ließ sich woman. auch nicht mehr abschütteln. You couldn't even shake her Das war off if you schlimm. wanted to. Ich habe es gehasst. Wie die Christen kamen da und die nahmen sich alle in die Arme. I hated it. All those Christians would come and they would take you into their arms. Ich dachte, ich musste kotzen. I thought I'd have to vomit. Es war schrecklich. Terrible. Aber ganz tief in Innern But that was very deep. wusste ich, das ist das, wo du hin musst. Okay, rephrasing. Very deep down, I knew that's where I belong. Sie hatte was, ich habe es in ihren Augen gesehen. I saw it in her eyes. Da ist was anders. Something's different there. Und da erzähle ich jetzt die Story. And that's where I started the story. Da habe ich eine Überdosis Drogen genommen in dem Zimmer da. In that room, I took an overdose of drugs. Wer das mal gehört hat, Horrortrip. For everyone who heard it, a bad trip or even a horror trip. Ich hatte einen Verfolgungswahn. I had a sense I was being chased. Ich habe mich dann hingesetzt in der Mitte des Raumes da. Also wer sich fragt, Nilo, das war ich, das war mein Spitzname. Und das N ist so ein Autonomzeichen. Okay. So ich kurz. Ja. Or I sat into the middle of the room, and for everybody who's asking, Nilo was my nickname, and the N was an autonomous sign for people who occupy houses and stuff. Ich saß in der Mitte und ich dachte, bevor die anderen mich umbringen, das war real für mich, absolut real. And I sat in the middle, and I thought, before the others kill me, and at that point you have to think, I was actually thinking that I was being chased. That was very real for me. Hab ich mir meine Pistole gezogen, I took out my pistol, habe sie mir im Kopf gehalten, held it to my head, wollte abdrücken. and I wanted to pull the trigger. Und in dem Moment
war sie weg. And Und das habe ich mir nicht eingebildet, weil die konnten mir das alle bestätigen, die damit waren. Die wussten, ich hatte eine Waffe und ich habe sie mir am Kopf und die war weg. I held the pistol to my head, and in that moment, everybody else who was there agreed the weapon disappeared. Und ich weiß bis heute nicht, warum sie weg war oder wer sie mir genommen hat. Es hat sich auch keiner getraut, sie mir wegzunehmen. And to this day, I still don't know who took it away from me. No one would have dared to take it away from me. Das Einzige, was die anderen gemacht haben, die haben alle ihr Haschisch aus mir gegeben, The only thing the others did for me was give me their weed damit ich so viel geraucht habe, damit ich dann irgendwann umgefallen bin und eingeschlafen bin. so that I smoked so much that I just fell over and went to sleep. So, ich kam dann zurück nach Gotha. I came back to Gotha. Da kommt die Anita völlig aufgeregt zu mir. Anita, but Die Schwedin. okay. So Anita came back to me completely excited Und sagte mir, was war um die Uhrzeit an den Tag los mit dir? Ich musste die ganze Nacht für dich beten. what was at that point in time, on that day, going on with you. I had to pray for you the entire time. Und das hat was in mein Herzen gemacht, weil ich dachte, das kann sie nicht wissen. Und wir hatten keine Handys. Das gab es damals noch nicht. Es gab nur diese Totschläger, wer die noch kennt. And in my heart, I knew that was something different. She couldn't have known of that. That was a time where there weren't any mobile phones or anything. Und da war mir klar, da ist was. And at that point, I was sure something's there. Und ich bin heute in der Überzeugung, dass es ein Engel war, der mir die Pistole weggenommen hat und ich nicht abgedrückt habe. Ich war wirklich frustriert, weil ich habe mir danach, weil die Pistole weg war verschwunden, eine Schere ins Bein gestochen. Selber. Okay, and I'm very sure that it was an angel who took the pistol from me. I know, because I was so frustrated that the pistol was gone that I rammed the pair of scissors into my leg. Das tat nächsten Tag weh, And that hurt the next muss day, ich sagen. I have to admit. Ja, das war in Berlin. Das war so, wie man sieht, auf meinen Augen. Das war so meine Einstellung. Und ich hatte vor nichts Angst. You can see my attitude here very well. I wasn't afraid of anything. Ich habe mir einen Baseballschläger genommen und habe eine Gruppe Skinheads angegriffen. I took a baseball bat and attacked skinheads. Weil ich denke, das waren die Drogen. I think it was the drugs. So, und dann ist was passiert in meinem Herzen, And then something changed in my heart. als sie mir das erzählte. Weil sie konnte das nicht wissen. Und niemand anders hat ihr das erzählt. Die waren ja nicht da. And something changed in my heart because she couldn't have possibly known. Aber ich war sehr stolz But I was very proud und weiterhin sehr wütend auf alles. and still very angry. Dann hat man natürlich versucht, mich aus der Szene rauszuholen und hat mich nach Schweden geschickt. And then they tried taking me out of that scene and sent me to Sweden. Teen Challenge, sagt das jemand was? Teen Challenge? Teen Challenge. Louder? Okay. Teen Challenge. Teen Challenge, if something. Ja, das Kreuz und die Messerhelden. The Cross and the Knife Heroes. Aber ich war stolz. Ich war weiterhin so stolz. I was still proud, very proud. Ich dachte, mein Leben ist okay. Ich habe 6. Klasse Abschluss. Ich kann nicht arbeiten. I thought my life was okay. I graduated 6th grade and I couldn't work. Ich verkaufe Drogen. Ich nehme Drogen. I sell the drugs, I take the drugs. Das war mein komplettes Programm. Lebensprogramm. Lebensinhalt. That's what my life plan was. Everything my life had to offer. Wie man sieht, habe ich ein Bäuchchen. As you can see, I have a stomach. Damals wog ich nur noch 66 Kilo. At that point, I only weighed 66. Da war ich Haut und Knochen. Skin and bones. Machst du noch mal kurz die anderen Bilder? Das sieht man nicht so richtig, aber das bin ich dann so wie ich war, halt immer mit einem Joint in der Schnude. That was me with a joint in my mouth. Und dann habe ich noch ein anderes. Noch ein drittes, da bin ich. That's me. Das waren, wenn man das im Hintergrund sieht, noch die alten Bahnen. That was one of the old train carriages in the back. Ja. So, und ich fand mich, das war meine Maske. Ich konnte mich hinter dieser Fassade verstecken. And that was my mask. I could hide behind that facade.
Dann komme ich jetzt, ich habe weiterhin auf der Straße gelebt I still lived on the street oder in diesen Häusern, or in those houses. jeden Tag Drogen, Drugs every day, Alkohol, alcohol, Violence, also Gewalt. violence. Hey, nicht meinen Job klauen. Hoffnungslos. And I was hopeless. Aber But in meinem Kopf in my head, ging es immer, was hat das mit dem Jesus zu tun? it was always just the gears rattling. What does this have to do with Jesus? Und dann hatte ich die Vorstellung, die Kirche, als ich die Kirchenmitglieder so gesehen habe, The imagination when I saw the members of the church. und ich dachte, nee, so nicht. No, not like that. So. Aber das war falsch. But that was wrong. Und jetzt möchte ich auf einen ganz bestimmten Tag hinkommen. Now I want to go towards a very specific day. Da kommen wir wieder zu der Bibelstelle. Now we're going back to a Bible verse. Ich habe mich überdosiert mit verschiedenen Drogen, I overdosed with plenty of drugs. also LSD, LSD, Heroin, heroin, Amphetamin amphetamines, und THC, also Haschisch. and THC, so weed. Und ich dachte, ich könnte noch Fahrrad fahren. You went? Ich dachte, ich könnte noch Ja. mit dem Fahrrad And I rumfahren. thought I could still ride my bike. So. Treppen runtergefahren. Einen Berg runter. Die Treppen. I drove down the stairs, Und klugerweise die Vorderbremse gezogen. and in a moment of brilliance, I pulled the front wheel brake. Und natürlich habe ich einen Überschlag gemacht And of course, I went over steering und bin mit meinem Kopf auf die Treppenkante gefallen. and went with my head directly on the edge of a stair. Natürlich geht man dann erstmal wieder in das Haus, wo ich gelebt habe, Of course, I'm going back home und kifft erstmal ein, ne? Noch oben drauf. and as the first amenity, I thought, hey, let's smoke some weed. Und dann ging es mir richtig schlecht. And then I began to feel really bad. Und dann hatte ich wirklich eine gute Idee. And I actually had a good idea. Geh mal ins Krankenhaus. Go to the hospital. Kam ich ins Krankenhaus I came into the hospital und die mussten natürlich röntgen, weil wahrscheinlich Gehirnerschütterung. and they had to do some x-rays because I probably had a concussion. Ich war lange beschäftigt, als ich meine Piercings überall rausmachen musste. I had to take a lot of time because I had to remove my piercings everywhere. Ich hatte ja allein in der Nase 3 I had 3 in my nose. und hier Lippen, war alles voll. Everything was full of piercings. So. Und als ich das rausnahm, And when I took it out, ist mir Jesus begegnet. Jesus came to me Und er hat zu mir gesprochen and he und spoke hat to me. mich nur gefragt, willst du leben oder möchtest du sterben? And he asked me, do you want to live or do you want to die? Aber es war keine Anklage, That was not an accusation. sondern es war so viel Liebe, dass ich zusammengebrochen bin. It was so much love that I collapsed. Die Krankenschwester dachte, ich bin jetzt völlig verrückt. The nurse thought I'd gone crazy. Und ich habe einfach nur in den Raum gesagt, ja, Jesus, ich möchte leben, ich möchte mit dir gehen. And I just spoke into the room. Yes, Jesus, I want to live. Und von der Sekunde an habe ich nie wieder Drogen angefasst. And from that second on, I Es never war weg. touched drugs again. Andere gingen, weiß ich nicht, haben Entzug gemacht, es war weg. Others went to a clinic or something with me. It was just gone. Und dann möchte ich auf die Bibelstelle. Es war diese Erkenntnis, wer bin ich? Wer ist Jesus? And then I want to go back to that verse in the Bible. Who am I and who is Jesus? All das, was ich getan habe, All the things that I'd done, all die Menschen, die ich verletzt habe, all the people I'd hurt, die ich ausgeraubt habe, that I'd robbed, die ich geschlagen habe, that I'd beaten. das hat Jesus für mich ans Kreuz genommen. Jesus, Alles. Jesus took that to the cross with him. Everything. Diese Vergebung, die ich da erleben durfte in den
Moment, that redemption I got to experience in that moment, ich kann das euch nicht erklären. I cannot explain it to you. Aber ich wusste, wer bin ich und wer ist Jesus. But I knew exactly who am I and who is Jesus. Und das hat mein ganzes Leben verändert. That changed my entire life. Es gibt so ein schönes Bild. There's this beautiful picture. Wer kennt Münchhausen? Who here knows Münchhausen? Da gibt es ja dieses klassische Bild, als er sich selber aus dem Moor rausgezogen hat. There's this typical picture where wer hat sich aus dem Moor heraus? Herr Münchhausen. That Münchhausen pulled himself out of the swamp. Aber in der Realität gab es nur eine Hand, die sich dreckig gemacht hat. But in reality, there was only one hand getting dirty. Entschuldigt. Ach, das sieht immer peinlich aus, ne? Tätowiert so breit und dann folgt man hier rum. Er hat da reingegriffen. Er hat sich dreckig gemacht, Jesus. Jesus was that hand. He got his hands dirty. Weil er hat unsere Sünden auf sich genommen. Because he took his sins with him. Er weiß, was es bedeutet, He knows what it means getrennt zu sein von seinem Vater. to be separated from his father. Aber nicht, weil er von sich aus gesündigt hat, Not because he sinned by himself, sondern weil er die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen hat. but because he took the sins of the entire world upon himself. Und es war ihm nicht schade, da reinzugreifen, um mich rauszuziehen. And he was not sorry for getting his hands in there and pulling me out of it. Und dann stand ich da, dachte mir so, wow. And so I stood there and just thought, wow. Und da war der Moment, wo habe ich Jesus einfach mein Leben gegeben. And that moment I just gave Jesus my life. Ich habe gesagt, mach du was draus. You can make something out of it. Schaut, was draus geworden ist. And now look what became out of it. Ich bin mit dem Leitungsteam an der Intensivstation. I lead an ICU. Ich habe all meine Schulabschlüsse nachgeholt. I recapitulated my entire school career. Ich muss mit Erschrecken feststellen, meine Frau hält es mir auch immer noch vor, war ein Streber. And sadly, I have to admit, I'm a little nerd. Bei mir durfte keiner abschreiben. No one can spy off of me. Ich möchte sagen, dass Jesus verändert. Das ist, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. I just want to say that Jesus changes. See what became out of me, something new. Ich war dann natürlich noch in Therapie. I was still in therapy. Danach kam natürlich der Bund. Yeah. Armee. After that, of course, the army came, Aber die wollten mich nicht. but they didn't want me. Keine Ahnung warum. I don't know why. Also habe ich Zivildienst gemacht. So I did my civil duty Und in der Pflege. in caring or nursing. Meine Frau schüttelt schon den Kopf. My wife's already shaking her head. Aber da lief die schönste Frau der Welt über meinen Weg. But coincidentally, the most beautiful woman in the world crossed my way. Ja, seitdem sind wir noch zusammen. And we're still together. Ja. Aber jetzt nochmal kurz zurück. But a short jump back. Schaut euch nochmal die Bibelstelle an. Look at the Bible verse. Ich weiß auch, dass Afshin darüber gepredigt hat, dass das auch sehr wichtig ist. Yeah. I know Afshin held a sermon about that because it's very important. Petrus bekam, oder sie hat einen neuen Namen, genau, Simon, neuen Namen und bekam einfach das war eine Momentaufnahme, dieses Erkennen, wer bin ich, wer ist Jesus. Peter gained a new name, and that was that moment. Who am I? Who's Jesus? Und das ist radikal, And that's radical weil er hat alles hinter sich gelassen. because he left everything behind. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, was ist denn mit dem Fang passiert? Mit den vielen Fischen? Have you ever asked yourself,
hey, but what came of the fish? What Also happened to them? in meiner Bibel steht, dass sie alles stehen liegen lassen haben und Jesus nachgefolgt sind. In my Bible, it's written that they just left everything behind and went on. Und diesen Ruf, die Chance, die ich da hatte, And that calling that I had there, das war Gottes Zeitpunkt, that was the point in time that God set, weil mein Herz war wirklich gebrochen. because my heart was completely broken. Und auch heute noch And still to this day, muss man vieles lernen, you have to learn a lot of things. aber Gott hat mich wirklich verändert. But God really changed that. Ich habe 4 wunderbare Kinder. Ich möchte die jetzt nicht aufzählen, sonst wird es peinlich. I have 4 beautiful kids. I don't want to start counting them because they'll be embarrassed. Ich bin nicht immer einfach, I'm not always easy, aber Jesus ist Sieger in meinem Leben. but Jesus is the winner of my life. Und auch an denjenigen, die draußen mit zuhören, And for the people out there that are listening, einfach Ja sagen zu Jesus. just say yes to Jesus. Das ist das Beste, was in meinem Leben passiert ist. Und das ist wirklich Platz 1, ganz oben. That's the best thing that ever happened to me in my life. And that is number 1. Weil ich hätte mich nicht von den Drogen befreien können. I couldn't have escaped the drugs. Ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich nicht mehr leben würde. I wouldn't live. Und es gibt genügend Situationen, wo ich auch nochmal extra Zeugnis drüber erzählen könnte, wo viele, mit denen ich zusammen war, die sind gestorben. And there's a lot of situations that I could tell you about of people close to me dying. 2, mit denen wir immer Autos gestohlen haben. 2 people that we always stole cars Mit denen with. sind wir mal rumgefahren. We drove around with them. Und da bin ich nicht mitgefahren. I didn't go with Warum them. auch immer. Who knows why? Sie sind in ein Brückengeländer reingefahren und wurden beide der Kopf ab. They drove into a bridge pillar and both were decapitated. Die waren 17 Jahre alt. They were 17 years old. Normalerweise wäre ich dabei gewesen. And normally I'd gone with them. Deswegen bin ich Gott so dankbar, That's why I'm so thankful to God. dass er so gnädig ist That He's so merciful. und auch diese Begegnung in der Bibel, weil das spricht genau in sowas hinein. And also that encounter in the Bible, that's also what speaks to that. Jesus kam nicht mit Anklage. Jesus did not come with accusations. Er kam einfach nur mit offenen Armen. He just came with open arms. Er hat mir nie vorgehalten, was ich getan habe. He never held in front of me what I'd done. Ich habe es erkannt. Er hat mir die Erkenntnis geschenkt. I recognized it. He gave that recognition to me. Aber er war bereit, er war wirklich zu vergeben. He was ready. He was ready to forgive me. Und somit konnte ich mein Leben ganz neu gestalten. And so I could create my life anew. Und ich bin wirklich gespannt, was noch kommen wird. I'm very excited for the future and what's to come. Weil ich möchte hier über Jesus sprechen, nicht jetzt in erster Linie über mich, sondern über was er getan hat. Because I want to talk about Jesus, not about me, but what He'd done. So, das war's. And that's it.